Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder darum, Rezepturen von neuen Produkten einzuschätzen, denn ich habe nur eine Haut und ich habe auch nicht so viel Geld, dass ich jedes einzelne Produkt, das gelauncht wird, testen kann oder möchte. Ich würde erstmal mit den 3 neuen K-Beauty Produkten starten, bevor wir uns in Richtung Drogerie bewegen. Die Dear Klairs Midnight Blue Clearing Water Cream werde ich wahrscheinlich nicht testen. Zum einen, weil sie 22,45 € kostet und zum anderen, weil ich sie von der Formulierung jetzt nicht so interessant finde. Es sind zwar verschiedene Formen des Hyalurons enthalten, was ich echt cool finde, und es sind auch unterschiedliche Peptide in der Creme vorzufinden. Diese können unter anderem regenerierend wirken und Hyaluron kann feuchtigkeitsbindend wirken, und es ist auch noch Niacinamid drin und auch Bestandteile vom Tigergras, die beruhigend wirken können, aber es ist auch Thymian-Extrakt enthalten und ich weiß, dass meine Haut da kein allzu großer Fan von ist. Deswegen möchte ich es nicht riskieren und werde diese Creme nicht ausprobieren. Beplane hat einen Cleansing Balm rausgebracht, und zwar ist das der Mang Bean Pore Grinding Cleansing Balm, und da ist die Verpackung auf jeden Fall super, super interessant. Ich zumindest habe sowas noch nie gesehen, denn man kann anscheinend mit dem Deckel, indem man den so ein bisschen dreht, den enthaltenen Cleansing Balm in dünne Scheibchen schneiden und dann benutzen. Aber das ist ein Produkt, das ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht testen werde, weil es so aussieht, als wären da kleine Partikel drin, die die Haut so ein bisschen mechanisch peelen sollen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie groß die Partikel sind und wie weich die sind, aber ich möchte einfach bei einem Ölreiniger, den ich nahezu jeden Tag benutze, keine Partikel drin haben, die meine Haut dann jeden Tag irgendwie mechanisch peelen. Dann hat Klairs auch noch das Maple Energy Infusing Serum gelauncht, das den Baumsaft vom Ahorn enthält und das fast 20 € kostet. Da sind noch zusätzlich feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten wie Glycerin, Betain, aber auch Buthylenglykol und auch noch rückfettende Bestandteile wie Squalan und Shea Butter. Allerdings muss ich sagen, dass ich die Formulierung zu dem Preis nicht spannend genug finde, als dass ich das testen würde, weil ich einfach ja, etliche andere Sachen aus dem K-Beauty-Bereich da habe, die entweder ähnlich oder spannender formuliert sind. Dann mache ich mal weiter mit den Drogerieprodukten, und auch wenn ich es schon mal gesagt habe, aber ich werde die Catrice Invisible Cover Foundation nicht testen, auch wenn sie mich extrem interessiert hätte, aber leider enthält sie deklarationspflichtige Duftstoffe und ich bin Duftstoffallergikerin, deshalb muss ich da so ein bisschen aufpassen. Es sind zwar nicht meine Allergene enthalten, aber ich möchte dahingehend einfach keine Risiken mehr eingehen. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, die Liste an deklarationspflichtigen Duftstoffen wurde erweitert. Das hatte ich ja auch schon vor sehr, sehr langer Zeit mal gesagt. Und falls ihr dazu nochmal einen Überblick haben möchtet, wie das Ganze jetzt aussieht, ich verlinke euch unten in der Infobox meinen kleinen Inzi-Helfer. Der kann dann aufs Smartphone geladen werden. Dann habt ihr da wie so eine Tabelle zu verschiedenen Inhaltsstoffen, die ihr mit euren Produkten abgleichen könnt. Und ja, genau deswegen werde ich die Foundation nicht testen können, auch wenn ich die Shade Range wirklich, wirklich gut finde. Das M. Asam Vino Gold Nachtkonzentrat werde ich auch nicht testen. Zum einen, weil ich es ganz schön teuer finde für das, was drin ist. Wir kriegen hier 30 Milliliter und es ist halt vorrangig ein Produkt, das der Haut Feuchtigkeit zuführt und feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthält und das auch rückfettende Inhaltsstoffe enthält. Also ich meine, wir haben feuchtigkeitsbindendes Glycerin, wir haben rückfettendes Squalan, Traubenkernöl, aber alles andere, was da enthalten ist, finde ich persönlich nicht spannend genug, als dass ich dafür 30 € bezahlen würde. Mal davon abgesehen, dass deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind und ich dieses Serum bzw. Konzentrat sowieso nicht testen könnte. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber die Marke des wie spricht man das aus? Des Skinimalist
bei Sophia Thiel hat ein paar Rezepturänderungen vorgenommen und es gibt jetzt einen Sonnenschutzstick mit SPF 50, finde ich ganz nett. Allerdings kann ich nicht mitgehen, dass das Ganze in irgendeiner Form innovativ wäre, da es Sonnenschutzsticks bereits seit Ewigkeiten gibt. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich 17 € für 30 Gramm ausgeben möchte, vor allem da ich die Vermutung habe, dass dieser Sonnenschutzstick relativ wachsig und ja, so ein bisschen schmierig auf der Haut anmuten wird. Auch wenn ich gegen die UV-Filter-Kombi nicht sonderlich viel auszusetzen habe. Die UV-Filter sind sehr ausgewogen und machen definitiv Sinn in diesem Produkt. Das Produkt ist auch komplett parfümfrei, was ich auch begrüßenswert finde. Aber 17 € für 30 Gramm, vor allem im Hinblick darauf, dass das Ganze zu fettig und zu wachsig auf der Haut sein könnte, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt Bock drauf habe. Falls ihr wollt, dass ich den Stick trotzdem teste, dann schreibt es gern unten in die Kommentare. Allerdings ist es natürlich auch bei Sonnenschutzsticks immer schwierig, die korrekte Menge aufzutragen, weil man mit einem Swipe definitiv nicht den Sonnenschutzfaktor von 50 erhält. Ich habe dazu auch noch mal ein komplettes Video gemacht, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann könnt ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob sich dieser Sonnenschutzstick so gut auf der Haut anfühlen wird. Dann gibt es jetzt auch noch diese Vaseline Lippenpflege bei DM und ich mache mir mal hier die Version mit Creme Brûlée auf. 7 Gramm kosten 3,45 € und ich schau mal, was drin ist. Also für 3,45 € kriegt man eigentlich einfach nur parfümiertes Petrolatum mit Farbstoffen drin. Also das ist so das, was da vorrangig enthalten ist und ich ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch einfach so eine kleine Tube Vaseline in der Drogerie kauft. Damit kommt ihr deutlich günstiger. Ihr müsst nicht ständig mit den Fingern in irgendeinen Tiegel reindatschen und ihr bekommt eigentlich genau den gleichen Effekt, aber ohne die Beduftung und ohne die Farbstoffe. Denn Petrolatum wirkt okklusiv. Es kann sozusagen die Haut davor schützen, mehr Feuchtigkeit zu verlieren. Also es macht schon Sinn, wenn man da Bock drauf hat, damit so ein bisschen über die Lippen zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, 3,45 € dafür auszugeben, nur weil es parfümiert und eingefärbt ist. Die Maybelline Super Stay Lumi Matte Foundation habe ich sogar in der Drogerie geswatcht, weil ich die ganz interessant fand. Es ist zwar vergällter Alkohol enthalten, aber damit kann ich ganz gut leben, weil ich Foundation sowieso relativ selten und zu besonderen Anlässen nutze. Ansonsten habe ich nicht viel auszusetzen. Es sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthalten, keine ätherischen Öle, was in der Drogerie leider relativ selten ist. Allerdings habe ich sie nicht gekauft, weil die hellsten Nuancen, die ich auf meiner Haut geswatcht habe, extrem krass nachgedunkelt sind. Ich mache das mittlerweile immer so, dass ich eine Foundation vorher in der Drogerie swatche, ein bisschen warte, dann gehe ich aus der Drogerie raus und schaue mir das Ganze bei Tageslicht an und dann entscheide ich, ob diese Foundation etwas für mich ist. Und da die Farben überhaupt nicht gepasst haben und sehr orange-stichig geworden sind, habe ich die halt nicht mitgenommen. Ich wurde auch kürzlich gefragt, ob es tatsächlich stimmt, dass diese Foundation kein Öl enthält, denn zumindest wird damit geworben. Allerdings muss man dazu wissen, dass die Marken meistens damit meinen, dass keine Pflanzenöle in dem Produkt verarbeitet wurden. Denn wenn wir uns die Formulierung mal anschauen, dann ist hier definitiv ein Silikonöl enthalten und auch weitere lipophile bzw. fettliebende Bestandteile, denn die sorgen ja auch dafür, dass sich so eine Foundation schön geschmeidig anfühlt, dass sie schön auf der Haut spreitet und sie helfen natürlich auch dabei, dass sich die enthaltenen Pigmente in dem Produkt gleichmäßiger verteilen. Von Nivea scheint es jetzt eine neue Bodylotion zu geben und zwar ist das die Repair and Care, wobei, wenn ich mich richtig erinnere,
gibt es die eigentlich schon eine Weile. Also keine Ahnung, vielleicht haben die auch einfach nur die Rezeptur geändert. Jedenfalls ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten. Danach kommt vergällter Alkohol. Da muss jeder für sich selber entscheiden, ob das für einen am Körper klar geht. Ich persönlich würde es nicht unbedingt benutzen, weil ich eine sauempfindliche Haut habe. Es ist geschmeidig machender Fettalkohol enthalten, rückfettende Bestandteile wie Shea-Butter und feuchtigkeitsbindendes Panthenol. Niacinamid ist auch drin. Ich meine, wieso auch nicht? Das wird ja heutzutage sowieso in fast jedes neue Drogerieprodukt reingekloppt. Also warum nicht auch in eine Bodylotion? Aber die Bodylotion ist leider parfümiert, deswegen ist die für mich raus. Ich mag das einfach nicht. Ich mag keine parfümierte Bodylotion, weil ich ja im besten Fall meinen kompletten Körper damit einschmiere und ich möchte einfach nicht, dass mein kompletter Körper nach irgendeiner Bodylotion riecht. Da bin ich persönlich kein Fan von. Und da ich eine super empfindliche Haut habe, ist das nichts, was ich ausprobieren würde. Von Batiste gibt es ja jetzt mal ein Trockenshampoo für sensible Kopfhaut. Wie geil ist das denn? Ich hoffe, ich freue mich nicht zu früh. Ich war nämlich letztens erst in der Drogerie und habe so alle Batiste Trockenshampoos durchgewühlt und durchgeschaut und habe mich so krass gewundert, dass die keine einzige Version ohne Parfum und ohne deklarationspflichtige Duftstoffe haben. Also da war ich echt ein bisschen so, wir sind im Jahre 2024. Warum habt ihr kein einziges Trockenshampoo ohne Beduftung? Ich meine, Balea hat ja eins mittlerweile, das unparfümiert ist, aber Batiste ist halt einfach, glaube ich, eine der bekanntesten Trockenshampoo-Marken. Deswegen hat mich das wirklich arg gewundert, dass die nichts haben. Aber es sind tatsächlich keine Duftstoffe enthalten, keine Parfümierung. Es ist vergällter Alkohol drin. Da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, wie die Kopfhaut darauf reagiert und wie gut sich das verflüchtigt. Ich persönlich habe damit bisher keine Probleme, weil ich ja auch das Trockenshampoo von Balea benutze, also dieses Sensitive Trockenshampoo. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich Trockenshampoo relativ selten verwende. Zum einen, weil ich es nicht ganz so angenehm finde und weil ich es auch nicht so geil finde, diese super winzig kleinen Partikel einzuatmen. Es steht auch tatsächlich hier als Warnhinweis, man soll das nur in belüfteten Räumen verwenden und nicht direkt einatmen. Steht eigentlich auch tatsächlich auf den meisten Trockenshampoos drauf, aber das kann ich nie zu 100% verhindern und ich kann ja auch nicht jedes Mal irgendwie auf die Terrasse gehen, nur um meine Kopfhaut damit einzusprühen. Deswegen versuche ich einfach, so gut wie es geht, diese Aerosol-Sprays ein bisschen seltener zu benutzen. Aber so von der Idee her könnte ich mir vorstellen, dieses Trockenshampoo auszuprobieren. Es sieht von der Formulierung her so ein bisschen aus wie das Balea Trockenshampoo. Moment mal. Das überprüfe ich mal fix. Sagen wir mal so, die Formulierung nimmt sich nicht sonderlich viel. Die ersten zwei Zutaten sind natürlich die Treibgase. Beide enthalten vergällten Alkohol. Danach kommt Reisstärke. Die soll halt den Talg auf der Kopfhaut und auch so ein bisschen den Schmutz aufnehmen. Und ja, das kämmt man ja dann am Ende raus, nachdem man das hat einwirken lassen. Es ist in beiden Produkten Cetrimoniumchlorid enthalten. Das kann unter anderem antistatisch wirken, aber in dem Balea Trockenshampoo ist auch noch Panthenol mit drin. Keine Ahnung, ob das dazu in der Lage ist, in dieser geringen Konzentration in irgendeiner Form die Kopfhaut zu beruhigen oder reizlindernd zu wirken. Aber das finde ich ganz nett, dass das mit drin ist. Ansonsten sind zumindest, was die Formulierung angeht, keine allzu großen Unterschiede sichtbar. Und das Produkt von Balea kostet, lass mich mal schauen, 9,75 je Liter. Und das von Batiste kostet 19,75 € je Liter. Na, das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Es kann natürlich kleine Unterschiede bei den Rohstoffen geben, wie beispielsweise bei der Reisstärke und selbstverständlich auch bei den Konzentrationen. Aber so vom Grundprinzip sind beide Trockenshampoos relativ ähnlich formuliert. Dennoch bin ich am Überlegen, ob ich das von Batiste mal mit dem Trockenshampoo von Balea vergleiche. Die L'Oréal Revitalisation
Vitalift Vitamin C Glow Creme werde ich mir definitiv nicht kaufen. Zum einen, weil sie parfümiert ist und zum anderen, weil sie fast 18 € kostet und ich die Formulierung nicht sonderlich spannend finde. Ja, okay, es ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten, aber das kann man nicht ständig hypen. Es ist ein Silikonöl drin, dadurch wird sich die Creme wahrscheinlich sehr, sehr angenehm auf der Haut anfühlen. Es sind ein paar rückfettende Bestandteile drin, wie Shea Butter und feuchtigkeitsbindendes Buthylenglykol. Also ich denke mal, so vom Hautgefühl her wird die Creme mit sehr großer Wahrscheinlichkeit recht angenehm sein, aber der Rest der Formulierung überzeugt mich nicht hundertprozentig. Es wird zwar mit Vitamin C geworben, aber es ist keine reine Ascorbinsäure drin, sondern es ist ein Derivat enthalten, und zwar die Ethylascorbinsäure. Ich vermute mal, in der enthaltenen Konzentration wird es vorrangig antioxidativ wirken. Wir haben hier leider keinerlei Informationen zur Konzentration, und die Salicylsäure, die auf der Verpackung beworben wird, die steht vor dem Parfum. An vorletzter Stelle. Wisst ihr eigentlich, was mir jedes Jahr auffällt? Und zwar, dass wir uns in einer riesengroßen Skincare-Marketing-Spirale befinden, aus der es gar nicht mal so einfach ist auszubrechen, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt. Denn ich kann wirklich jedes Jahr aufs Neue beobachten, dass sobald der Sommer vorbei ist und langsam der Herbst einzieht, viele Marken irgendwelche teint-ausgleichenden Produkte launchen, denn das Bedürfnis nach makelloser Haut ist immer noch vorhanden. Aber das große Problem dabei ist einfach, dass das Thema UV-Schutz aus meiner Sicht viel zu kurz kommt. Klar sehen wir mittlerweile immer mehr Marketingkampagnen und auch Influencer-Kooperationen, wo Produkte mit integriertem UV-Schutz gezeigt werden. Allerdings wird in den meisten Fällen die korrekte Auftragsmenge nicht kommuniziert, was wirklich wichtig ist, um den deklarierten Schutz auf der Verpackung zu erhalten. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn ich nur so einen Swipe Sonnencreme auf mein Gesicht auftragen würde und das im kompletten Gesicht verteilen würde oder nur so eine erbsengroße Menge auf mein Gesicht auftragen würde, dass Pigmentflecken und Pickelmale nach dem Sommer viel intensiver und ja in verstärkter Form auftreten. Denn im Sommer ist natürlich nicht nur die UV-Intensität höher, sondern wir sind auch viel öfter draußen unterwegs. Das heißt, der UV-Strahlung auch stärker ausgesetzt. Deswegen macht es ja auch vor allem im Sommer richtig viel Sinn, auf UV-Schutz zu achten. Selbstverständlich auch aus kosmetischen Gründen das ganze Jahr über. Und dann merkt man vielleicht nach dem Sommer, dass irgendwie der Teint so ein bisschen ungleichmäßiger aussieht. Aber da gibt es ja jetzt ein neues Produkt, ne, das dabei helfen soll. Mal unabhängig davon, ob die Rezeptur überhaupt irgendeinen Effekt in diese Richtung erzielen kann. Aber es gibt da was, ne? Es wurde da was gelauncht, hier wurde was gelauncht, und weil das Bedürfnis bei den Leuten geweckt wird, etwas dagegen zu unternehmen, egal ob man das Bedürfnis überhaupt vorher hatte. Aber das ist ja das Ziel von Marketing, Bedürfnisse zu wecken, die man vorher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann kauft man halt dieses und jenes Produkt, dann schmiert man, keine Ahnung, verschiedenste Sachen aufs Gesicht drauf und hat dann am Ende des Jahres, wenn dann so langsam der Winter kommt, mit einer strapazierten Hautbarriere zu kämpfen, weil man es vielleicht so ein bisschen übertrieben hat. Aber da gibt es ja dann wieder ein neues Produkt, was die Hautbarriere aufbauen soll. Und dann geht das irgendwann wieder von vorne los. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man aus diesem Kreislauf ausbrechen kann, sofern man weiß, dass er existiert. Und deswegen liebe ich es auch, Rezepturen vorab so ein bisschen einzuschätzen, zu schauen, was spricht dafür, das Produkt zu testen, was spricht dagegen, das Produkt zu testen, weil ich halt, wie gesagt, zum einen einfach nicht das Budget habe, jedes einzelne Produkt zu testen, und natürlich auch eine super empfindliche Haut habe. Und deswegen hoffe ich auch immer sehr, dass euch diese kleinen Inhaltsstoffe-Checks
auch ein kleines bisschen weiterhelfen. Und wenn wir schon mal dabei sind, falls euch das Video weitergeholfen hat, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es teilen würdet, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt oder wenn ihr mir sogar ein Abo dalasst, und schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, welches der Produkte ihr testen werdet, welches ihr nicht testen werdet, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!